Hallo, herzlich willkommen in meiner Talkshow. Mein Name ist René Vögtli. Unser Thema heute ist toxische Spiritualität. Ich begrüße Janina Köck. Hallo Janina, verzeih mir, ich werde mich noch daran gewöhnen, deinen Namen richtig auszusprechen. Herzlich willkommen. Hi René. Hallo Janina. Ja, lass mich ein paar Worte sagen zu dir zuerst mal. 2009, liebe Zuschauer, gab es die allererste Reiki-Convention in Deutschland. Dieser Anlass hat für mich Kultstatus, und zwar wegen dem inklusiven Geist, der Gründer Frank Dörr damals zum ersten Mal meines Wissens manifestiert hat in der Form eines solchen Anlasses. Es war für mich damals ein Augenöffner, so viele verschiedene Reiki-Traditionen an einem Ort zu haben. Und es war für mich irgendwo, sag's anders, die Arbeit, die ich heute mache mit Reiki Conciliation, die hat da ihren Ursprung gefunden. Und in diesem Sinne ein schönes Dankeschön an Frank Dörr. An der Convention gab es dann allerlei Anlässe, unter anderem dann auch ein Podiumsgespräch, an dem erstmals Vertreter der unterschiedlichsten Verbände und Schulen von Reiki auf ein und derselben Bühne sich vorstellten, sich und ihre eigenen Organisationen. In sich war das schon eine relativ brisante Situation. Jetzt kam aber noch dazu, dass alle Gäste, Präsidenten ihrer Vorstände, gestandene Seniore, Vertreter ihres Amtes waren, wohingegen die Moderatorin blutjung, keck, selbstbewusst und modern auftrat und in vielem uns allen ein Schritt voraus war. Herzlich willkommen, unsere Janina Köck hier. Die ist 13 Jahre später. Janina ist eine spirituelle Lehrerin, Reiki-Expertin, langjährige und vielbeachtete Rezensorin zu diesen Themen, Begleiterin von Menschen auf dem Weg zu sich selbst, brillante Moderatorin und in dem Sinn uns allen ein Schritt voraus, weil sie schon mit 10 sich bewusst mit spirituellen Fragen auseinandergesetzt hat und mit 13 bereits auf Reiki eingestimmt wurde. Ihr Credo heute: eine geerdete Spiritualität, bei der die Freude einen hohen Stellenwert hat. Herzlich willkommen, Janina. Dankeschön, René, das hast du wunderbar zusammengefasst. Bist du zufrieden? Habe ich es einigermaßen getroffen? Ich bin sehr zufrieden und ich erinnere mich auch gerne an die erste Convention zurück, wo wir uns getroffen haben. Ja, das war wirklich für mich, ich habe gerade gestern hier einen kleinen, das ist ein Giveaway, den ich für die österreichische Reiki Convention vorbereitet habe als kleines Geschenk. Und das hier ist ein Diamant. Und für mich ist die Reiki-Community heute so etwas ganz Vielsichtiges, Buntes, mit vielen individuellen Facetten, und jeder in sich scheint, hat eine Brillanz und ist trotzdem ein Teil eines Ganzen, etwas Wertvolles, eines Schatzes, eben des Diamantes. Und ich erinnere mich, dass ich damals, ich glaube, ich habe es dir persönlich sogar gesagt, weil ich mich ja auch schon bereits damals in der älteren Generation als dich gesehen habe, habe ich gemeint, also wenn es junge Leute wie dich in dieser Szene, in dieser Welt gibt, dann besteht viel Hoffnung, dass wir eine großartige Zukunft haben. Und hier sind wir 13 Jahre später und plaudern miteinander zum Thema spirituelle Toxizität, umgekehrt, toxische Spiritualität. Spirituelle Toxizität. Auch interessant. War vielleicht ein freudscher Versprecher, ich weiß es nicht. Komm, wir fangen doch gleich mal ein wenig mit Definition an. Vielleicht zum Wort Spiritualität sogar. Wie
wenn ich Spiritualität sage oder wenn wir jetzt über Spiritualität reden, was meinen wir damit? Was meinst du damit? Also ich meine im Speziellen damit den Weg zu sich selber in Verbundenheit mit etwas Höherem. Wie man das jetzt nennen mag, ob man das Gott nennt, Universum, Natur, ist mir persönlich egal. Ne? Aber es geht darum quasi auch zu sich selber mehr zusammen, zu dem eigenen göttlichen Kern, so nenne ich das jetzt einfach mal, oder zu dem eigenen Selbst. C.G. Jung sagte immer zur Selbstwerdung, der Weg der Individuation, das ist so mehr der psychologische Begriff dann dafür. Ja, Genau. für Wie mich, siehst du das mit der Spiritualität? Für mich ist es ja immer eine Frage in jedem Seminar, was ist denn Spiritualität überhaupt? Und ich versuche das dann so einfach wie möglich zu sagen, wir alle haben früher oder später die Frage, weshalb bin ich hier? Wie ist das mit dem lieben Gott? Gibt es den überhaupt? Und wenn ja, was ist meine Beziehung dazu? Was ist meine Berufung im Hier und Jetzt? Und wenn ich bei Wikipedia nachschaue, dann finde ich das hier. Suche, Hinwendung, unmittelbare Anschauung, intuitive Betrachtung oder das subjektive Erleben einer nicht fassbaren und rational nicht erklärbaren, transzendenten Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt. Du nickst, bist du zufrieden damit? Ich denke, es ist noch, also für mich ist es noch mehr, nicht nur das, was da als Definition steht. Ich finde, das ist ein Teil von dem, wie ich Spiritualität auch sehe. Dass es vorwiegend auch, also dass es viel auch ist, dass man sich mit Dingen beschäftigt, die nicht sofort greifbar sind. Und ich finde aber auch alles, was so diese Persönlichkeitsentwicklung betrifft oder Charakterbildung betrifft, auch in dem Sinne, dass nicht so wirklich greifbar ist. Und die Wege dahin sind dann halt vielfältig. Viele Wege, die nach Rom führen. Ja? Genau. Ja, genau. Dann wäre die Frage, was ist toxisch? Also grundsätzlich mal, nicht jetzt spezifisch auf Spiritualität, sondern grundsätzlich ist es ein Fremdwort, kennt vielleicht gar nicht jeder da draußen. Toxisch kennt man eher von Intoxikation, also von dem vergiftet werden oder vergiftet sein. Und es gibt ja in der Medizin auch den Spruch oder der Naturheilkunde, die Dosis macht das Gift. Also es kann ja auch etwas Toxisches, kann zum Teil auch heilsam sein, in kleinen Dosen, aber wenn es zu viel wird, vergiftet man sich selber. Und wenn man das jetzt zusammenbringt, würde ich was sagen, es vergiftet so ein bisschen die eigene Seele, ne, oder das eigene Bild von sich und was Spiritualität eigentlich ist und vielleicht auch sein sollte. Ja, wo du angefangen hast, ist mir gerade Alkohol in den Sinn gekommen. Oder, also es kann ja berauschen und lustig sein. Und andere Heilpflanzen, die Heilpflanzen der indigenen Völker, ne? Die können dazu sein, Bewusstsein zu erweitern, aber wenn man es zu viel nimmt, kann man halt auch abhängig davon werden. Und das kann dann auch schlechte Eigenschaften für den Hirnstoffwechsel geben. Genau, ne? Oder Psychosen auslösen oder sowas. Ja. Ja, die Homöopathie kommt mir ein wenig in den Sinn, wo eben, wo es die Dosierung macht's aus. Es ist noch, wir haben ja geredet vor einer Woche, seit langen Jahren wieder das erste Mal, dass wir geredet haben. Und eigentlich war für mich gar nicht so der zentrale Fokus, oh, kann ich mit der Janina einen Art Talk gestalten, sondern es war dich wieder neu kennenzulernen, wieder in Verbindung zu treten als Mensch und als Kollegin natürlich, Berufskollegin. Und im Verlauf des Gesprächs sehr in einem Nebensatz hast du die Thematik toxische Spiritualität erwähnt. Und ich wusste sofort, das ist ein interessantes Thema. Seitdem habe ich mit einigen Freunden sie angesprochen und habe gemerkt, das ist brandheiß. Jetzt muss ich aber sagen, dass ich eigentlich gar keinen so direkten Zugang oder einen reflektierten Zugang dazu hatte. Für mich war es, meine spontane Reaktion zu diesem Schlagwort war, ja, diese möchtegern heiligen Kreischen, die zusammensitzen und sagen, ja komm, wir haben uns alle gern und wenn wir nur positiv denken, dann wird alles gut. Ich
stelle es jetzt ein wenig theatralisch und hoffentlich auch nicht unwürdevoll Menschen gegenüber, die sich versammeln in spirituellen Kreisen. So habe ich es nicht gemeint. Aber mein Zugang war eigentlich nur der und er hat mich nicht so wirklich bei mir gezündet. Was ist denn für dich so der Sprengstoff wenn wir toxische Spiritualität sagen? Du hast ja schon erwähnt, dass ich sehr, sehr jung mit der ganzen Thematik angefangen habe. Ne? Und ich würde schon auch sagen, dass man in jungen Jahren vielleicht ein bisschen beeinflussbarer ist oder dass viele Dinge einen noch mal mehr geprägt haben, gerade so im Alter der Pubertät, um was dann geht. Und es sind mir halt einige also ich habe jetzt mal rekapituliert. Ich bin jetzt 39. Ich mache Reiki, seit ich 13 bin. 2/3 meines Lebens bin ich mit Reiki, also seit diesem Jahr, 2/3 meines Lebens bin ich mit Reiki, mit Energiearbeit. Ich kenne es fast gar nicht mehr, die Zeit ohne Reiki zu sein. Es sind mir aber über die vielen, vielen Jahre einige Begebenheiten passiert und was ich auch so mitbekomme an Statements, die einfach so rausgegeben werden, die sehr, sehr kontraproduktiv sind. Und Menschen in ihrer Entwicklung auch dazu da sind, um Macht auszuüben, um sie klein zu halten, um sie zu manipulieren und halt all diese destruktiven Dinge, die habe ich dann halt auch gesehen, dass die in der Spiritualität zum Teil sogar einen großen Stellenwert haben, weswegen mir das Thema mittlerweile sehr, sehr am Herzen liegt. Und ich bin schon sehr früh damit in Verbindung gekommen. Wenn ich das so rekapituliere, war schon meine Reiki-Lehrerin, so lieb ich sie auch hatte, sie war wie eine zweite Mutter für mich, schon so ein Beispiel, weil zum Beispiel nur ihr Wort hat gegelten. Nur sie hatte recht. Ich habe bei ihr auch pendeln gelernt, das habe ich sehr, sehr früh, schon mit 11 und habe das bei ihr verfeinert. Und wenn sie irgendwas gependelt hat, hatte sie grundsätzlich recht. Und ich hatte grundsätzlich, wenn ich ein anderes Ergebnis hatte, war es verkehrt. Dann wurden die Chakren ausgependelt und dann war irgendein Dämon in irgendeinem Chakra drin. Also es wurde immer wieder, heute nennt man das, glaube ich, Gaslighting, immer wieder gesagt, du hast Unrecht, bei dir stimmt was nicht, ich bin die Lehrerin, ich habe Recht. Ne? Und solche Verhaltensweisen sind mir über die Jahre, also das hat mich auch sensibilisiert dafür, und solche Verhaltensweisen und noch schlimmere sind mir über die Jahre immer wieder begegnet. Was eine schöne Lernerfahrung war oder für meine Schüler dann, weil ich dann das Gegenteil gemacht habe und sehr undogmatisch wurde und eher darauf gepocht habe, dass man auf sein eigenes Gefühl hören sollte und dass das wichtig ist, mit seinen eigenen Lehrern und auf sein eigenes Gefühl und die Intuition zu hören. Egal, was irgendein Lehrer sagt, der, was weiß ich, wie viele Bücher geschrieben hat oder Guru ist. Wart mal schnell hier, bevor wir über den anderen Weg, den gesünderen Weg, also das Gegenteil von toxisch reden, wenn wir überhaupt, weil du hast auch einen Begriff benutzt, Gaslighting. Das ist sehr interessant, weil ich habe diesen Begriff wiederholt gehört jetzt in den letzten 2 Monaten und in der Vorbereitung auf gedanklichen Einstellungen auf unser Gespräch ist er immer wieder aufgetaucht. Ich habe sogar deswegen hier schon vorbereitet. Ja, genau, da staunst du. Hä? Magst du es mal lesen und lies es doch gleich laut. Genau, Gaslighting. Die Definition ist, einen anderen Menschen gezielt zu verunsichern bis zum völligen Zusammenbruch. Das Opfer kann schließlich nicht mehr zwischen Wahrheit und Schein unterscheiden. Und ich möchte hinzufügen, dass das oft benutzt wird in Verbindung mit Narzissmus. Erklär dich. Es gibt ja die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und Gaslighting ist ein Symptom, um Narzissten zu erkennen, beziehungsweise was so destruktiv ist mit jemandem, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, mit dem zusammen zu sein. Irgendwann denkt man ist verrückt. Die Person macht irgendwas und man fühlt sich klein, man fühlt sich betroffen und am nächsten Tag will man das ansprechen oder man will das direkt ansprechen und die Person sagt, das habe ich doch gar nicht gemacht. Wie kommst du denn jetzt darauf? Und die Schuld geht immer wieder auf den anderen drüber und die narzisstische Persönlichkeit ist dann gar nicht schuld.
Das kam jetzt in letzter Zeit, ist einfach dieses Narzissmus-Thema. Ich weiß nicht, ob das in deiner Social-Media-Bubble genauso ist, aber ist einfach auch ein sehr großes Thema gerade in der Psychologie oder im Coaching-Bereich sehr, sehr stark. Auf den sozialen Medien, was wäre da ein Beispiel, wo das zum Ausdruck kommt und diskutiert wird und gerade sehr viel jetzt Informationsvideos zum Thema Narzissten, wo Narzissten selber sprechen darüber, wie ihre Verhaltensweisen sind oder auch darüber bekannt wird, wie man einen Narzissten erkennt oder jemand, der sehr narzisstisch handelt. Es muss nicht immer gleich die Persönlichkeitsstörung sein. Und vor allen Dingen im Sinne von Liebesbeziehungen. Na, das ist ja spannend, weil du bewegst dich offensichtlich in weniger Boulevard oder andersrum. Der Algorithmus hinter YouTube und Facebook bei dir ist offensichtlich eher auf akademische Sachen eingestellt und meiner hat durchaus auch Boulevard-Charakter, weil es gibt ja ein großes Thema, eines in den sozialen Medien zu dieser Art von Persönlichkeitsstörungen. Weißt du, auf was ich mich beziehe? Meinst du jetzt der Johnny Depp und Amber Heard? Ja, genau. Das wäre das. Ne? Also Amber Heard wird ja quasi vorgeworfen, ich will jetzt hier keine Partei erleben, dass sie halt sowas wie Gaslighting gemacht hat, ne? Oder psychische, das englische Wort ist Abuse, wie heißt denn das Deutsche? Missbrauch, genau. Man hört das halt immer auf Englisch, deswegen ist das so. Und Johnny Depp ja auch angesprochen hat, du hast mich doch da geschlagen. Nee, ich habe dich nicht geschlagen. Ich habe dich doch gar nicht geschlagen. Ich habe dich vielleicht ein bisschen angestupst, aber ich habe dich doch nicht geschlagen. Wie kommst du denn auf den Driss? Ne? Also, ja, ich bin stolz auf meine Vorbereitungen. Ja, so solltest du überrascht sein. Gaslighting hatte ich vorbereitet. Ich habe sofort ein Bild von Johnny Depp, von genau dem heißen. Und ich will noch nicht zu Johnny Depp gleich übergehen, weil die Frage beschäftigt mich noch ein wenig von diesen Kreisen, von denen ich gesprochen habe. Ich lass mich einen Moment weniger theatralisch sein, aber ich sehe im Umgang mit meinen Freunden oft, wenn wir ernsthafte Gespräche führen, eine Tendenz dazu, dass meine Bekannten, so muss ich sagen, dann grundsätzlich eher zustimmen. Ja, das ist schwierig. Ja, das ist ganz schlimm, was da passiert. Und ich merke einfach, dass gute Freunde mir da oft auch widersprechen, dass sie mir sagen, nee, ich sehe das anders, ich verstehe, wo du herkommst, aber ich habe da einen anderen Take und mir ein Stück weit den Spiegel hinhalten. Und ich frage mich, ob dieses Zustimmen, dieses allzu leichtfertige, nicht ein Stück weit in dieselbe Thematik der toxischen Spiritualität oder toxischen Beziehungsarbeit, könnte man jetzt sagen, ob das nicht da auch reinfällt. Wie siehst du das? Ich sehe das auch so. Ich denke, also das Thema ist sehr, sehr weit, würde ich fast sagen. Und es gibt sehr viele, ähnlich wie dein Diamanten, sehr viele Abstufungen und sehr viele Facetten davon. Ich sehe das einmal, das eine, was du ganz am Anfang gesagt hast, immer dieses Licht und Liebe und wir dürfen ja nie ärgerlich sein, ne, wo man ja die Gefühle ja eher unterdrückt. Aber auch dieses Zustimmen, gerade bei Menschen, die man als Autorität sieht, sage ich jetzt einfach mal, ja, der hat recht, die hat recht, die macht ja schon so und so viele Jahre Energiearbeit oder die ist ja nennt sich selber Guru oder Experte und die hat recht, oh, und Bücher geschrieben, yay, ne? Und das ist überhaupt nicht gesund, auch nicht für die Personen gesund, die, sage ich jetzt mal, so einen Status bekommen haben irgendwie oder zugeschrieben kriegen, weil auch da das Denken, das differenzierte Denken in den Hintergrund geht und man denkt, ja, ich bin so toll, ich bin so super und es überhöht wird sozusagen und es kann dazu kommen, dann einen auch leicht größenwahnsinnigen Touch zu bekommen. Ja, aber das ist ja ein schleichender Prozess. Also der Größenwahn ist vielleicht noch nicht am Anfang gewesen. Ich weiß,
ich habe gerade die Thematik von einem Buch, das heißt das tibetanische Buch vom Leben und Sterben, ich glaube, so gebe ich es richtig wieder, von einem tibetanischen Mönchen geschrieben, der dann in Ungnade gefallen ist, später wegen sexuellen Übergriffen, wegen Missbrauch aufgrund seiner Autorität. Jetzt, ich habe das Video aus einem Grund vorbereitet und ich komme gleich dazu, aber ich will zuerst nochmals zusammenfassen, schau mal, würdest du dem auch zutreffen? Spirituell toxische Freunde reagieren nicht gut, wenn jemand Nein sagt. Dann gehen sie zu Angriff über, schlagen um sich oder eben Gaslighting, Manipulation und hinterfragen deine Reife. Und sie haben dann oft die Antwort, die fertige, pfannenfertige Antwort für dich. Du musst nur das machen und kommen dann oft mit Dogmen und eben mit Ratschlägen. So habe ich es auch in meinen Recherchen zusammengefasst. Und ich glaube, das gibt wieder, was du auch gesagt hast, deine eigene Erfahrung schon als Teenager ein Stück weit gewesen ist. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ein Beispiel, was ich gerne nutze, ist auch, was gerne genommen wird, sind diese Spiegelgesetze. Wenn ich jetzt zum Beispiel dir irgendwas Beleidigendes sage oder dich hintergründig, aggressiv mit einem Lächeln beleidige und du sagst, ja, aber Janina, das geht so nicht, das kannst du nicht sagen, wegen so und so, was soll das denn? Ne? Und ich dann sage, ja, also wenn es dich stört, dann bin ich nur dein Spiegel. Ne? Wenn es was bei dir triggert, das bin doch nicht ich, das bist ja nur du. Du musst dann mal gucken, was in dir ist. Ne? Immer mit so einem süffisanten Lächeln. Was in dir ist, was jetzt verletzt wird. Und das tun wir in der Gesellschaft die ganze Zeit. Ja. Ne? Oder dieses, man darf nie bewerten. Du darfst nicht bewerten, wir bewerten die ganze Zeit. Ich muss jeden Tag bewerten, ob ich aufstehe oder nicht. Was ich Lust habe zu essen, was ich anziehen möchte, ob ich heute Brille anziehe oder nicht, was ich mit meinen Kindern mache. Ich muss immer irgendeine Wertung abgeben. Und natürlich geht irgendwas anderes dann unter. Ich muss immer eine Entscheidung treffen, den ganzen Tag. Also für mich ist das toxische Spiritualität, dieses Gerede von nicht bewerten, weil es außer Acht lässt, neurologische Funktionen, die gut dokumentiert sind, dass jeder Satz, den du jetzt gerade gesprochen hast, habe ich sofort bewertet. Das heißt, und das ist auch grundsätzlich gar nicht so was Schlechtes, ich habe es aufgrund meiner Lebenserfahrung, meiner eigenen Meinungen gefiltert. Und das ist ein Bewertungsprozess, automatisch, weil meine Lebenserfahrung sind genau diese Limitationen meiner Lebenserfahrung. Und ich bin froh, hast du das Thema in dieser Klarheit aufgebracht. Wenn es dir recht ist, zeige ich dir jetzt das Video, weil ich würde das Thema gerne woanders hinbringen. Und ich sehe schon, okay. Johnny Depp ist ein Begriff für dich. Hier ist er, der schöne Mann. Und wir schauen mal, geht nicht lang, 30 Sekunden. And we ask you to tell Ms. Heard that what she did was wrong. Thank you very much, ladies and gentlemen. Right, thank you, ma'am. Rebuttal closing. Schau mal die Innigkeit zwischen den beiden. Schau mal, wie der da sie liebevoll anlacht. Und dann die Gratulation. Schau mal diese Ähnlichkeit an. Und du kennst ja die Gerüchte auf den sozialen Netzen. Jetzt wollen wir nicht Gerüchte kochen, sondern die Gerüchteküche wurde dann auch kommentiert von einem ernsthaften Gremium von Anwälten. Und es gibt den englischen Ausdruck Endearment, liebevolle Zuneigung einer Person gegenüber. Und da hat man dann argumentiert, dass wenn ein Rechtsanwalt mit einem Klient, also Sie jetzt mit Ihrem Klienten Johnny Depp, so lange und so intensiv zusammenarbeiten und gerade wenn sie noch überzeugt ist, und das möchte ich ja gerne von einem Anwalt, von meiner Haltung oder von meiner Unschuld in dem Beispiel, dass das eine Nähe gibt, eine Intimität gibt
Und die hat man hier gesehen, sehr schön gesehen. Und mich als Mann hat es wahnsinnig gefreut, weil in Tat und Wahrheit sieht man die ähnlichen Körperkontakt auch zwischen dem männlichen Anwalt und Johnny Depp. Und mich hat es sehr gefreut und ist ein Beispiel eben nicht von toxischer Männlichkeit, sondern vom Gegenteil, wo einer transparent, wo einer verletzlich, aber auch gleichsam seine Gefühle traut zu zeigen und zu ihnen zu steht und nicht irgendeine künstliche politische Korrektheit simuliert. Und für mich war das interessant, bei Rechtsanwälten zu hören, dass es dieses Endearment, also diese positive, liebevolle Zuneigung gibt. Weil wenn ich eine Reiki-Behandlung gebe, wenn ich einen Reiki-Schüler habe, ich verliebe mich jedes Mal in diese Schüler. Ein bisschen, ne? Ja, verlieben in Gänsefüßchen, da wäre für mich jetzt das griechische Wort von Agape im Vordergrund. Nicht die erotische Liebe, sondern eben diese, wenn du willst, bedingungslose Art, also diese Herzoffenheit, diese von Mitgefühl, wahrhaftigem Mitgefühl, geschwängerte, für mich immer überwältigende Erfahrung in dieser Zuneigung. Das habe ich gemeint mit verliebt. Das ist du bestimmt auch so, das hast du bestimmt schon x-mal erlebt, oder nicht? Ja, und ich sage auch, meine erste Gradschülerin Reiki als erstes zu lernen oder zum ersten Mal bekommen, ist manchmal auch wie verliebt sein für die Energie. Und ich habe das sehr oft auch erlebt, quasi, wenn man mit Reiki-Leuten zusammen ist, ne, in Veranstaltungen und sieht die mehrmals im Jahr wieder, das Herz geht auf, man drückt sich, man knuddelt sich und man ist auch sehr verletzlich teilweise. Und dann können halt auch Heilung passieren und dann kann manche Dinge einfach auch etwas tiefer gehen, ne, weil man offener ist, weil die Masken auch fallen dürfen, weil man auch verletzlich und eine Connection von Herz zu Herz haben kann. Aber jetzt sind wir doch genau an dieser Schwelle, wo der Lehrer eine Nähe empfindet, der Schüler potenziellerweise in eine Übertragung hineingeht, aufgrund seiner Vorgeschichte oder ihrer Vorgeschichte. Und das passiert mir als Mann öfters interessanterweise als bei Mischa, meiner Frau, dass ein Mann sich meint, erotisch in meine Frau zu verlieben, wo es Projektionen sind, wo er in Berührung kommt mit etwas, das er schon lange nicht gespürt hat, aufgrund der spirituellen Tätigkeit, der therapeutischen Tätigkeit, die er erlebt mit meiner Frau, und dann projiziert er ein Idealbild auf die Lehrerin, das null und gar nichts. Und mir passiert das auch, nicht mehr so oft, aber das ist mir im Verlauf dieser 30-jährigen Karriere öfters passiert als meiner Frau. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass ich von einer Frau ist diese Sanftheit oder diese Offenheit oder diese Emotionalität eher Standard oder ein Bestandteil. Und bei Männern ist das eher etwas Verdrücktes, Verdrängtes. Und Frauen haben oft eine Sehnsucht nach dem. Und dann sind sie bei mir im Seminar und sehen mich weinen. Und dann kommt das oft auf mich, diese Projektionen. Und das ist, also jetzt sind wir beim Schüler-Lehrer-Verhältnis angelangt. Und an diesem homöopathischen, an dem Tipping Point, wie geht man damit um? Weißt du, von was ich rede? Ich schmunzel, weil ich das vor Jahren immer schon gesagt habe, spaßeshalber auch, dass die Männer einfacher haben in der Reiki-Szene, dass es ja gar nicht, dass es für sie einfacher ist, weil dann manchmal, ich bin jetzt ein bisschen gemein, ne? Aber manchmal 50-jährige sabbernde Frauen da sitzen, die mit 16 und sagen, oh, wieso kann denn mein Mann nicht auch so sein? Wie René zum Beispiel oder andere Reiki-Lehrer, die ich kenne. Und es ist einfach auch eine statistische Sache. Mehr Frauen sind in Reiki-Seminaren als Männer. Das heißt, statistisch gesehen hast da mehr Chancen, dass irgendeine Frau da sitzt und sagt, naja, ich habe die Statistik ausgeklammert.
sondern mich auf dieses Phänomen bezogen. Das passiert umgekehrt weniger oft. Ja, aber es passiert einfach, weil, klar, weil Frauen sich wünschen, dass der Mann so ist, dann wird irgendwas drauf projiziert. Und ich habe aber von den Männern auch schon öfter gehört, wo es dann mal zu einer Beziehung gekommen ist oder sie sich dann privat getroffen haben, nicht im Kontext eines Seminars oder eines Workshops, wo er nicht der Lehrer ist, wo die Frauen dann enttäuscht waren und sagen, du bist ja gar nicht so wie im Seminar oder der Lehrer, den ich mir vorgestellt habe, mit dem ich wachsen kann und meine spirituelle Entwicklung ganz ich sein kann, sondern du hast ja auch deine Probleme und deine Schattenseiten, die du bearbeiten musst. Und der Mann sagt dann natürlich, ja klar, was dachtest du denn? Und die Frau ist so, fällt aus allen Wolken, sagt, ja, und ein Freund, Peter, der hat das dann ganz schön gesagt, er hat gesagt, ich bin in meinem Lehrerspace, dann bin ich Lehrer. Und dann bin ich in der Energie des Lehrerseins. Und dann bin ich aber auch privat, Peter. Ne? Und dann bin ich privat, ne? Genauso wie ich. Ich bin in meinem Lehrerspace und privat bin ich ein bisschen anders. Geht dir bestimmt auch so. Ja, und ich glaube, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich eine gesunde Entwicklung. Also wenn die Masken fallen, wenn Erkenntnis einkehrt. Die Thematik ist, und das tangiert jetzt die Frage Schüler-Lehrer-Verhältnis. Also das ist im positiven Falle, entwickelt es sich so. Aber das ist nicht immer so. Und diese Thematik der Übertragung, die ist beispielsweise in der Tradition meiner Ausbildung, ist das ein Bestandteil für Lehrer, die sich anlehnt übrigens an den Verhaltenskodex von Psychiatern, weil die Thematik der Übertragung, der Begriff selber, Übertragung geht zurück auf Jung und Freud, die das schon erlebt haben mit ihren Patientinnen. Und dann kommt die Frage, ja, wie gehe ich damit sinnvoll und würdevoll um, damit es nicht zu einer toxischen Situation führt. Und wir haben beispielsweise, und das schockiert viele, wenn ich das so sage, wir haben als Faustregel, weil als Reiki-Lehrer, gerade wenn ich zum Beispiel Single wäre, kann es ja sein, dass ich eine Schülerin habe, die ich äußerst attraktiv finde, wo ich Gefühle entwickle dafür. Wie gehe ich damit um? Und eine Faustregel ist 6 Monate lang kein Sex. Und diese hart klingende, fast dogmatische Faustregel, die aus psychiatrischen Verhaltensregeln geborgt ist, deren Hintergrund ist, ja, wenn eine Beziehung nach 6 Monaten immer noch existiert und wahre Gefühle da sind und dieser Prozess dann wahrscheinlich, ja, der hat ja Mundgeruch, wenn er am Morgen aufsteht. Also, weißt du, wenn die Projektionen weg sind, dann kann es natürlich sein, dass da eine Liebesbeziehung, und wenn sie nicht gestorben sind, sind sie heute noch zusammen. Das ist doch schön für die beiden. Und diese Thematik, glaube ich, ist in spirituellen Kreisen, Gänsefüßchen, nicht so offen thematisiert, wie wir sie jetzt gerade diskutieren, oder siehst du das anders? Also in spirituellen Kreisen allgemein muss ich überlegen, ich erinnere mich an Gespräche schon früher, dass auch empfohlen wurde in der Meisterausbildung, die ja durchaus etwas länger geht, da es nicht zu Entanglements, zu Verbindungen kommen zu lassen. Ich weiß aber aus Quellen, dass das so nicht immer funktioniert hat. Ich für meinen Ethos sehe es aber wichtig, dass solange ich in einer Lehrer-Schüler-Beziehung bin, in dem Sinne bin ich ja auch eine Form von Therapeut, was du schon sagtest, dass ich da nicht in eine Form von anderer Beziehung, Liebes- oder sexueller Beziehung eingehe. Also das ist mein persönlicher Ethos, den ich meinen Schülern so auch immer weitergebe. Was danach ist, wenn man sich dann trifft und wie du schon sagst, längere Zeit sich kennenlernt, ist dann ja nochmal was anderes. Dann ist man aber am besten aus dieser Lehrer-Schüler-Beziehung raus, weil das ist einfach auch, das ist ein Ungleichgewicht in dem Moment.
Ja, Meine Meinung. und Ne? ja, genau. Und darum habe ich Johnny Depp, diese Nähe, dieses Endearment. Wo ist dann die Grenze? Und das sind fließende Grenzen. Und die gilt es ganz bewusst zu reflektieren. Also zum Beispiel, dass man, um das aufzugreifen, was du gesagt hast, dass man eine Ausbildung abbrechen würde, dass man dann sagen würde, ich bin der falsche Lehrer für dich. Ich kann nicht dein Lehrer und dein Liebhaber gleichzeitig zu sein. Und meine Genau. Beziehung zu dir als Frau ist jetzt wichtiger oder als Mann ist mir jetzt wichtiger als find dir einen anderen spirituellen Lehrer. Also das wäre eine Handhabung. Sonst wird es schnell mal toxisch. Also das sind schleichende Prozesse, heikle Prozesse. Die auch, weißt du, kennst du den Begriff Crazy Wisdom? Sagt dir das was? Verrückte Weisheit übersetzt, aber nicht in. Korrekt übersetzt. Magst du nochmals ein kleines Video sehen? Gerne. In der Geschichte, vor allen Dingen im Theravada, ist mir das nicht so vertraut, aber es ist auf alle Fälle im Mahayana-Buddhismus im Zen, also jetzt in diesem Fall im Zen, und auch im Vajrayana-Buddhismus gibt es unzählige Geschichten, Klassiker kann man sagen, die immer wieder von Generation zu Generation weitergegeben werden, von Lehrer zu Schüler, in denen ein Lehrer sich sehr exzentrisch verhält, in der Absicht, einem Schüler die Augen zu öffnen, in der Absicht, einem Schüler das spirituelle Auge zu öffnen, um in der Lage zu sein, über dieses konzeptuelle Gefängnis hinauszuwachsen. In diesen Geschichten, wenn wir sie lesen, ist die Situation des Schülers oder der Schülerin, meistens sind es Schüler, die Geschichten sind relativ männerdominiert, befinden sich die Schüler oft in sehr unangenehmen Situationen. Und zwar manchmal sogar über eine längere Zeit. Es sind Situationen, die oft über die moralischen Vorstellungen der Zeit einfach hinweggehen, wo vom Schüler Dinge verlangt werden, die gegen zum Beispiel gegen Konventionen nicht nur der Moralität, sondern auch der Höflichkeit und des Anstands verstoßen. Ist das für dich nachvollziehbar, dass ich dieses Video eingespielt habe an dieser Stelle? Du meinst du, dass manchmal, ich sage es jetzt mal, ungebührliches Verhalten, wenn ich das so richtig verstanden habe, genutzt wird als Lehrmethode, um bestimmte Boxen und Konzeptionen zu hinterfragen oder durchzubrechen? Ja. Es ist ja so, du hast ja vorher gesagt, wenn du jemand ausbilden würdest, dann würdest du eine gewisse, das sind meine Worte jetzt, eine gewisse Distanz wahren lassen. Und im traditionellen Meister-Schüler-Verhältnis, habe ich jetzt bewusst Meister gesagt, gibt es im fernen Osten, wo ich selber zur Reiki gekommen bin, durchaus die Vorstellung, dass der Schüler dem Meister dient. Und ich diene das oder illustriere das gerne, dass er ihm die Schuhe putzt. Und bei dieser Tätigkeit geht es nicht darum, dass der Meister saubere Schuhe hat, sondern dass der Schüler etwas lernt, eine Hingabe lernt, ein Loslassen von voreingenommenen Meinungen, ein Heilungsprozess, eine spirituelle Entfaltung erlebt. Um das geht es bei dieser Übung. Und im Westen wird das wie künstlich ausgeblendet vor lauter politischer Korrektheit und verhindern, dass da eine Nähe
entsteht. Und da wird ein Stück weit das Kind mit dem Bade ausgegossen, weil mein Schüler hoffentlich, und dann bin ich ein guter Lehrer, der wird mal besser sein als ich und der wird Lehrer sein und er wird mit dieser Verantwortung dem Schüler gegenüber bewusst umgehen müssen. Und indem dass ich ihm meine Schuhe putzen lasse, bereite ich ihn darauf vor, wie er mit Übertragungen und dergleichen umgeht. Und dieses Schuheputzen würde ein wenig in den Bereich der Crazy Wisdom, milde Form, hineinpassen. Ja, ich weiß, dass das auch gerne gemacht wird, dass Osho das gerne gemacht hat, auch mit täglichen Arbeiten zum Beispiel. Ich finde, das ist aber ein Unterschied. Ich finde, das heißt nicht, dass man als Lehrer seinen Schülern nichts abverlangen darf. Ne? Man muss die Schüler nicht immer in Watte packen. Ich finde auch zur toxischen Spiritualität gehört dieser Glaube, es muss immer alles einfach sein. Es muss immer alles, was mit Spiritualität so, man muss einen glücklich machen, zufrieden machen. Nein, gerade im Diskomfort, im Widerstand sind die größten Lehren quasi beinhaltet. Und durch diesen Widerstand durchzugehen, durch die Langeweile teilweise auch durchzugehen, täglich eine Reiki-Behandlung zu machen, das ist nicht immer spannend, ne? Das ist zum Teil sogar sehr langweilig, ne? Kann man sagen. Aber man kommt dann Ebenen tiefer. Die Schuhe zu putzen, sich auf ein Ding zu konzentrieren oder Beispiele sind auch meditieren, indem man seinen Abwasch erledigt, ne? Komplett da zu sein in dem, was man macht. Dieses immer in Watte packen, alles muss glücklich sein, man darf nie ärgerlich sein, man darf nie Diskomfort. Das ist ein Begriff, den habe ich letztens erst gehört, Spiritual Bypassing. Ne, seine eigenen Gefühle, seine negativen Gefühle, sich dann der Spiritualität hinzuwenden, ich sage immer, um zu flüchten. Viele wenden sich in ihr Leben, sie sind unzufrieden mit ihrem Leben, sie sind krank und dann wenden sie sich der Spiritualität hin, was ist mein Sinn im Leben, was soll ich eigentlich machen, wer bin ich überhaupt, das ist auch gut, aber dann immer nur das Glück zu suchen und die Zufriedenheit zu suchen, bringt einen nicht unbedingt weiter. Und ich lese gerade ein wunderbares Buch, nach der Erleuchtung Wäsche waschen und irgendwie kochen. Und er beschreibt da drin auch sein Erleuchtungserlebnis. Und Erleuchtung ist nichts, oder Satori ist nichts, was ein stetiger Zustand des ganzen Lebens ist, sondern es kann auch dazu führen, dass du diesen Zustand des Einsseins, des Gefühls des Verbundenheit mit allem hast. Dieses wundervolle Gefühl, jetzt weiß ich, worum es geht. Und dann kommst du in den Alltag und gehst erstmal in eine Depression, weil das so weit davon erstmal entfernt ist, wie du dich eben gefühlt hast. Und es geht nicht immer darum, diesen Zustand ständig zu halten, sondern für mich geht es immer dazu, bei Spiritualität nicht zu flüchten, sondern mit sich und seinem Leben, mit den Herausforderungen, die da kommen, zurechtzukommen und erstmal überhaupt Lösungen zu finden oder auch emotional eine Resilienz zu haben, um mit sich und seiner Umwelt einfach mehr in Einklang zu sein. Und trotzdem muss man Wäsche waschen und trotzdem nerven die Kinder einfach manchmal und trotzdem ist man manchmal überfordert, obwohl man täglich meditiert. Hey, that's life. Ja, sehe ich auch so. Ich möchte der Richtigkeit halber und der Fairness halber vor allem sagen, was ich eingespielt habe mit dieser Zen-Lehrerin, die Corinne Frottier. Das war ein längerer Vortrag, den kann ich nur empfehlen, zu Buddhismus und Machtmissbrauch. Und innerhalb dieses Segment, das ich mir da rausgepixelt habe, das hat mit dieser Crazy Wisdom zu tun, dieser verrückten Weisheit, wo, wie Janina das gesagt hat, aber immer noch in einem konventionellen Rahmen, also Kinder betreuen, Abwasch, Schuhe putzen, das ist so relativ konventionell. Und die Crazy Wisdom, die Idee beinhaltet schon, dass man Normen bricht, dass man mal etwas wagt außerhalb der Komfortzone und dass durch dieses Wagnis spirituelle Einsichten kommen können. So weit, so gut. Die Problematik ist, wenn spirituelle Lehrer diese Übung oder diese Übung, diese Praxis der Crazy Wisdom missbrauchen, um quasi Gaslighting-mäßig, wie du schon erklärt hast,
zu gerechtfertigen, dass sie selber ihren Missbrauch am Schüler betreiben. Und das ist der Kontext, in dem diese Corinne Frottier ihren Vortrag gehalten hat. Also das der guten Ordnung halber noch einzuordnen. Und das ist die Schwierigkeit, das aber auch zu erkennen. Ne? Habe ich jetzt einen Lehrer da, der das macht, um mich spirituell weiterzubringen, um mich aus Konzepten rauszubringen? Oder habe ich einen Lehrer, der einfach nur seinen Machtmissbrauch gerade rechtfertigen möchte? Ne? Mit irgendwelchen spirituellen Hintergründen und Theorien, die er dann vorbringt. Ich mache das ja nur, weil ich dich ja weiterbringen will. Ja. Ja, das ist eigentlich ein Schlagwort, das man in allen missbräuchlichen Sektensituationen finden kann. Ich bin der Meinung, wir haben natürlich das Thema nur an der Oberfläche angekratzt. Ich wünsche mir, dass wir trotzdem das eine oder andere berührt haben, wo unsere Zuschauer angeregt sind, in die Tiefe zu gehen und darüber nachzudenken. Ich wünsche mir, dass solche Themen, wie wir sie besprechen, gerade bei Menschen, die Weiterbildungen gerade für spirituelle Lehrer, ob das jetzt Yoga-Lehrer sind, Meditationslehrer oder Reiki-Meister sind, das ist egal, dass das anregend für die ist, dass sie ihr Weiterbildungsprogramm vielleicht mit solchen Themen durchaus auch bestücken. Ich würde somit gegens Ende kommen unseres Gesprächs, wenn das für dich okay ist, aber nicht ohne dir vorher die Bühne quasi zu geben. Und ich möchte dich einladen, ja, frei von der Leber, auch darüber zu reden, wie du dir eine Zukunft vorstellst, wie du dir vorstellst, dass solche Übergriffe nicht gemacht werden und solcher Missbrauch und solches Gaslighting und wie es aussieht, wenn Lehrer in Zukunft, wie die mit ihren Schülern und mit ihrer Lehrersituation umgehen. Ist das für dich gut, dass du hier ein paar Worte dazu als Abschluss sagen würdest? Ja, können wir machen. Geht vielleicht in eine leicht andere Richtung, als du das vorhast, aber... Oh ja, dann nicht. Ich denke, das Wichtigste ist einfach die Aufklärung der Personen, die lehren, aber auch, wenn man sich in die spirituellen Gefilde reinbegibt, dass es einfach Menschen auch gibt in dem Bereich, genauso wie in jedem anderen Bereich, ob das jetzt Handwerker sind, Anwälte oder Ärzte, die vielleicht nicht das Beste von einem möchten. Und ich glaube, es geht dabei einfach auch darum, mehr auf sich zu hören. Und wenn jemand quasi dir verbietet, auf dich zu hören, dass du dann die Beine in die Hand nimmst und rennst. Es ist ein bisschen schwierig, das jetzt kompakt in Worte zu fassen, weil es gibt kein komplettes Ausbildungskonzept, wo ich jetzt sagen würde, das muss unbedingt gelehrt werden. Was wichtig ist in Ausbildungen, ist die Theorie der Übertragung, dass es halt sein kann, dass Menschen sich in dich verlieben und wie du darin umgehst. Das finde ich wichtig für eine Reiki-Ausbildung, für eine schamanische Ausbildung oder was man im spirituellen Bereich auch Yoga macht, dass man als Lehrer gefestigt ist in den Werten, die man selber weitergeben möchte. Dass man als Schüler aber auch nicht, wenn man in eine neue Gruppe kommt, in eine spirituelle Gruppe kommt, nicht seine Eigenverantwortung an der Garderobe anhängt, sondern immer noch die Eigenverantwortung hat, die Eigenverantwortung über seinen Geist, über seine Emotionen, über seinen Spirit und auch über den Körper und dass man immer selbst ermächtigt bleibt. Und das wäre mir wichtig, das auch mehr zu fördern im Sinne von Aufklärung oder auch in Seminaren, das Lehrern beizubringen, mehr zu fördern, wie man die Eigenverantwortung der Schüler mehr fördert. Ja, und hoffentlich haben wir mit dieser Episode von Art Talk auch ein Stück weit dazu beigetragen, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass Kollegen wie du und ich miteinander über diese Themen reden, Erfahrungen austauschen und halt transparent und offen kommunizieren miteinander.
offene Kommunikation ist immer gut. Ne? Und wir haben schon immer festgestellt, manchmal we agree to disagree. Ich liebe ja diesen Satz von dir, den du mir 2009 zum ersten Mal gesagt hast. Man muss sich nicht immer einig sein. Ne? Man muss nicht immer in totaler Harmonie ineinander auseinandergehen. Man kann auch mal hitzig diskutieren. Es muss nicht alles immer Liebe, Freude, Eierkuchen, Friede, Freude, Eierkuchen sein. Das ist nicht immer sinnvoll. Ne? Man kann auch einfach mal in den Widerstand und in den Diskomfort gehen und seine Werte wirklich für seine Werte stehen. Ja, und solche Räume sind toll zu öffnen, wo man ohne falsche, verstandene politische Korrektness sich auftun kann und Tacheles reden kann. Auch wenn bei der Formulierung halt mal was falsch rauskommt, mit einem offenen Herzen hört der andere das oder wird sofort darauf reagieren, dann kann man es auch immer wieder sofort korrigieren miteinander. Aber wie du sagst, eine transparente, offene Kommunikation ist dafür Grundvoraussetzung. Janina, ich danke dir recht herzlich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Sag noch, wie alt sind deine Kinder jetzt? Die Kleine wird jetzt 5 bald und die Große ist schon 7. Und beide bereits schon auf Reiki eingestimmt? Nein. Okay, die müssen warten, bis die 13 das können sie dann selbst so entscheiden. Nee, das müssen sie nicht. Ich bin da recht offen, aber sie sollen das für sich selber entscheiden. Ich möchte das nicht für sie entscheiden, dass sie das machen. Das verstehe ich gut. Ein anderes ganz interessantes Thema für eine Reiki-Lehrerausbildung. Wie geht man mit Einweihungen mit Kindern um? Hochinteressant. Also, fürs nächste Mal sparen wir uns das. Ich grüße dich, sage Bye-bye. Sie ist, glaube ich, schon weg. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Ich hoffe, das hat Ihnen gefallen und dass Sie wieder reinschauen beim nächsten Art Talk. Sie können natürlich auch abonnieren, wenn Sie wollen, dann werden Sie informiert. Und tschüss.